Hey Disc Golf, es ist Karl von Team Casterplast. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 bis 4 Monaten von Casterplast gesponsert, habe dementsprechend meinen gesamten Bag umgestellt und heute möchte ich euch zeigen, was ich seitdem so in der Tasche habe. Ich habe jetzt 3, 4 Turniere gespielt und würde sagen, dass ich mich ganz gut mit den Scheiben eingegroovt habe. Ja, fangen wir an mit den Putting-Puttern. Ich putte die K3 Hard Reco. Mir gefällt einfach steifes Plastik sehr für meinen Standard Push-Putt, sage ich mal. Das gibt mir einfach den cleansten Release und den meisten Spin auf die Scheibe. Und ja, wie ihr seht, es lässt sich sehr, sehr wenig durchbiegen. Also es ist wirklich sehr steifes Plastik. Und genau. Als zweites habe ich noch eine normale K3 Reco, Rinkan Signature Series. Und die ist ein bisschen weicher, also lässt sich schon auf jeden Fall durchbiegen. Die verwende ich für Spin-Putts, sage ich mal, für längere Runs und für sehr kurze Tap-Ins, damit ich keinen Spit-Out bekomme. Hilft wirklich, wenn man, sage ich mal, ein Fan von steifem Plastik ist, dann einen bisschen softeren Putter drin zu haben. Ich hatte damit bisher weniger Spit-Outs auf jeden Fall. Genau. Ja, und jetzt gehen wir zu meinen Scheiben, die ich werfe. Was natürlich in keinem Casterplast-Bag fehlen darf, ist eine Berg. Ich glaube, die bekannteste Scheibe von Casterplast generell. Ja, einfach sehr torque-resistant, gut für Sidearm, gut für Backhand-Approaches und halt super gut für so Distance-Control. Also man wird nicht weiter werfen als der Korb in der Regel. Man kann schön voll zu seinen Shots committen und einfach eine super Scheibe, die viel verzeiht im Low-Speed-Bereich. Als nächstes spiele ich 2 Recos, eine normale Glow Reco und eine Reco X. Die Glow Reco spiele ich für gerade Shots, Flip-Up-Shots, ist eine super gute Scheibe, super guter Throwing Putter finde ich, also verträgt sehr viel Power. Natürlich, wenn man hochpowert, sage ich mal, bekommt sie einen Flip, aber ohne jetzt irgendwie krass rüber zu burnen und zu sterben, so, also verträgt wirklich viel und ja, super cooler Putter für gerade bis Slide Understable Würfe und dann als Pendant dazu die Reco X für Flex Shots und halt überstabile Approaches. Genau. Braucht jeder im Bag, würde ich sagen. Als nächstes habe ich eine Glow Goethe 4-Speed Scheibe, ist eine Midrange und die Goethe hat halt super viel Glide und ich verwende sie für so gerade Heiser Flips, die hochflippen und gerade finishen und wenn ich ordentlich dran ziehe oder einen leichten Annie gebe, hält halt super gut die Bahn und fliegt halt echt überraschend weit für eine 4-Speed-Scheibe. Genau. Als nächstes spiele ich 2 Jerns, eine im K1 Glow Plastik. Die hat ein bisschen mehr Glide als die Baseline-Variante, ist halt ja eine super überstabile 4,5 Speed-Scheibe. Da darf man sich aber nicht wirklich von täuschen lassen. Also die fliegt tatsächlich fast kürzer als die Reco, würde ich sagen, weil sie halt echt wenig Glide hat. Wenn sie ein bisschen einspielt oder die Glow-Variante hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Glide. Ja, verwende ich hauptsächlich für Backhand Spike Hyzer oder Straight to Hyzer Shots und skippen tut sie auch gut. Dann habe ich eine K3 Yearn. Sehr interessant, also in diesem Plastik ist die Scheibe viel flacher und bekommt sogar so einen Paddle-Top. Also ich verwende die hauptsächlich für Sidearm-Shots und die Scheibe hat wirklich wenig Glide, spielt sich recht langsam ein, hat halt immer noch eine sehr gute Stabilität, sage ich mal. Und ich habe die echt sehr viel in den letzten 3, 4 Monaten gespielt. Genau, und man sieht wirklich, also die fängt auch an, sich so ein bisschen zu verformen. Ich habe hier richtig so, wo ich meinen Daumen im Sidearm reinstecke, so einen kleinen Thumb-Track. Und genau, macht Spaß. Als nächstes spiele ich eine K1 Hard Nord, eine Luke Sampson Signature Series. Ja, einfach eine sehr überstabile Approach, Midrange. 5 Speed, also geht auf jeden Fall merklich weiter als die Yearn, ist aber auch noch sehr überstabil, Flex-Shots, etwas längere Hyzer als die Yearn. Ja, sehr verlässliche Scheibe, die auch Wind sehr gut standhält. So, als nächstes habe ich noch eine Midrange und zwar ist das die Flo Ling hier MVP Pyro.
Das ist der erste Nicht-Casterplast-Mold in meinem Bag und ich verwende sie fast ausschließlich für Sidearm-Würfe. Ja, ist ein bisschen gerader, würde ich sagen, als der Standard Pyro Run. Also wirklich sehr gerade, wenn man sie hochpowert. Gerade mit einem leichten Finish. Schon noch überstabil, aber nicht super überstabil, windresistent. Ja, sehr gute Scheibe und wie gesagt, ich verwende sie hauptsächlich für Sidearm Flex-Shots oder Sidearm Hyzer. Wie die Jern, aber fliegt halt weiter als die Baseline-Jern. Gut, kommen wir zu den Drivern, beziehungsweise kann man sich jetzt aussuchen, ob man die Kaxe als Midrange oder als Driver einordnet. Ich habe eine Kaxe, so ein bisschen eine Signature-Scheibe von Casterplast, sage ich mal, ein ziemlich gerader 6-Speed. Sehr interessante Scheibe, also hat sehr viel Glide, wenn man sie, sage ich mal, ich werfe sie gerne so ein bisschen Down-Tempo. Ich werfe sie übrigens immer im Fangrip. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mit der Scheibe geben kann. Ich finde, Power Grip kommt sie nicht sauber raus. Ich finde, man muss sie echt werfen wie eine Midrange Fangrip. Und dann kann man sie halt schön, braucht nicht ganz so viel Höhe, sehr gerade mit einem leichten Finish. Und wenn ich halt ein bisschen mehr Pop drauf gebe, sage ich mal, dann fängt sie auf jeden Fall an zu turnen. Im Wind nicht unbedingt die beste Scheibe, aber für Woods Golf oder generell spezielle Tunnel-Shots findet sie auf jeden Fall ganz guten Slot. Genau, jetzt machen wir weiter mit den Fairway-Drivern. Ich habe eine First Run iDoug oder iDog, keine Ahnung. Ja, ziemlich, ja, sehr gerader Fairway-Driver mit ein bisschen Finish. Ist halt dann, sage ich mal, ein bisschen ähnlich zur Kaxe, aber doch ein bisschen weiter und verträgt auch ein bisschen mehr Kraft. Hält auch sehr gut Winkel, also wenn man so einen leichten Anhyzer gibt, zieht sie den sehr schön durch, wie so eine Midrange. Hat aber eben ein bisschen Finish, ist auch ganz gut, so leichter Headwind oder so kann die Scheibe auf jeden Fall gut ab. Und ja, sehr manipulierbarer, gerader Fairway-Driver mit ein bisschen Integrität am Ende. Genau. Als nächstes habe ich eine K1 Stall. Ja, die Stall ist einfach, sage ich mal, der typische Firebird-Slot, sehr überstabil, bisschen überstabiler als die Standard Firebird vielleicht und ja, dementsprechend wenig Glide, aber gut für Sidearm, gut für Backhand, kann eigentlich jeden Wind ab. Ja, braucht man einfach im Bag, absoluter Standard-Slot und ich spiele gern Spike Hyzer, dafür ist sie einfach perfekt. Als nächstes habe ich zwei weitere Nicht-Casterplast-Molds, und zwar, oder Scheiben, ein Mold, die Thunderbird. Ich habe hier eine super abgespielte Thunderbird, die seit bestimmt 3-4 Jahren in meinem Bag ist. Die ist halt, fliegt nicht mehr wirklich wie eine Thunderbird, sondern hat halt so einen sehr angenehmen Hyzer-Flip, verträgt aber immer noch viel Kraft. Wenn ich ein bisschen weniger gebe oder ein bisschen mehr Hyzer im Release, kann ich die super gut gerade werfen. Wenn ich ihn Annie gebe, hält sie ihn lange, aber hat immer noch einen leichten Finish. Ja, super gute Scheibe. Aber wenn ich die verliere, dann finde ich keine Thunderbird mehr, die so fliegt. Und dann habe ich hier noch eine überstabile Thunderbird. Die verwende ich auch für hohe Spike Hyzer. Ein bisschen wie die Stall, aber sie ist ein bisschen weniger überstabil und fliegt dementsprechend auch ein bisschen weiter. Mehr Glide. Und ja, im Bereich für, sage ich mal, 100, 105 Meter auf einem hohen Hyzer, aber auch locker 120 Meter auf einem Flat-Tour Hyzer Shot. Super verlässliche Scheibe. Als nächstes habe ich einmal die Casterplast Malm im First Run mit dem Tour Team Stamp. Die Scheibe, ich bin noch so ein bisschen dabei, die zu lernen. Sie ist, ich würde sagen, sie ist ein bisschen vergleichbar mit der Thunderbird, fliegt aber weiter, ist auch einen Speed schneller, das merkt man auf jeden Fall, hat ein bisschen mehr Glide und ein bisschen weniger Stabilität. Hält auch ganz gut Winkel, so für längere Flex-Shots, sage ich mal. Ist aber eine Scheibe, die ja auf hohem Speed eher so ein heiser Flip, straight, vielleicht einen ganz leichten Turn und dann am Ende doch ein recht verlässliches Finish und fliegt auf jeden Fall sehr weit. Gut, als dritten Nicht-Casterplast Mold spiele ich die Destroyer. Ich habe 3 Stück, 2 Calvin Heimberg Destroyer. Die ist immer noch sehr stabil, die blaue, aber nicht so super überstabil, sehr windresistent.
aber ich kriege vielleicht so einen leichten Flip raus. Ich versuche die eigentlich noch ein bisschen härter einzuspielen, um sie, sage ich mal, noch ein bisschen weiter zu pushen. Aktuell noch einen Ticken überstabiler als ja, ich möchte. Dann die gelbe, die habe ich schon auch bestimmt 2-3 Jahre im Bag. Das ist meine überstabilste Scheibe. Ja, super windresistent, recht wenig Gleit durch den durch die hohe Stabilität und ja. Und als drittes habe ich eine alte Echo Star Destroyer, das ist meine Rollerscheibe. Die ist einfach komplett kaputt. Also wenn ich sie, sage ich mal, Full Power Flat Release oder im leichten Heiser, turnt sie über, hat halt kein Gleit mehr und setzt auf und rollt. Ja, super Rollerscheibe, braucht auch nicht viel N-Heiser-Winkel, aber ja, wie gesagt, so eine Destroyer findet man nicht unbedingt wieder. Und als letztes habe ich 2 Goulds in der Tasche. Die Glow Gould ist ein bisschen stabiler und die hier ein bisschen flippier. Genau, für langgezogene N-Heiser, so einen leichten Tailwind, Max Distance Shots und für meinen Sidearm auch einen super Driver, wo ich einen Clean Release bekomme, leichten Flip-Up, vielleicht wenn ich richtig dran ziehe, auch einen leichten Flex rausbekomme. Die hier ja eher Flat to Heiser. Und genau, das waren die Scheiben. Als letztes habe ich natürlich noch einen Rangefinder in der Tasche. Ja, ich sage immer, 100 Meter werfen ist einfach, 100 Meter schätzen nicht unbedingt. Und genau, also gerade so in den Bereichen 80, 90, 100, 110 Meter habe ich halt einfach so meine Stockshots. Ist halt schwierig ohne einzuschätzen manchmal. Und als letztes ein Dino Whale Sack mit dem nicen Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, Pteranodon. Und ja, ich finde diesen Tonstein, der ist einfach sehr gut für Grip, der da drin ist. Gefällt mir besser als zum Beispiel Chalk. Ich finde, da wird die Hand so ein bisschen zu abweisend. Also so ein bisschen Gefühl, so ein bisschen Kleber muss man ja doch noch dran haben, sage ich mal. Und ja, da kann ich jedem auf jeden Fall so ein Whale Sack empfehlen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dem Kurs. Das ist Karl. Let's Kasta Plast. Das heißt Plastik werfen auf Schwedisch. Okay.